Es ranken sich viele Mythen und Sagen um steuerliche Ansässigkeitszertifikate, sogenannte Certificates of Tax Residence, was es genau mit diesen Dokumenten auf sich hat, für welche du sie verwenden kannst und warum sie für Auswanderer besonders wichtig sind. Das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Was ist ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat? Nun, es ist das Dokument eines Landes, die Bestätigung dieses Landes, dass eine Person, es kann sich um eine natürliche oder eine juristische Person handeln, in diesem Land steueransässig ist. Und zwar in der Regel geht es hier meistens um ein spezielles Jahr, für welches ein solches Zertifikat beantragt wird und für welches dann auch der Status bestätigt wird. Diese Ansässigkeitszertifikate sind wichtig im Doppelbesteuerungsrecht und in den meisten Fällen wird eben explizit auch auf das geltende Doppelbesteuerungsrecht in dem Zertifikat hingewiesen, denn damit soll bestätigt werden, dass eben eine Person im Sinne des Abkommens mit dem anderen Staat in dem Land ansässig ist und entsprechend somit auch die Vorteile des Abkommens nutzen kann. Ganz oft wird ja ein solches Zertifikat verwendet, um zum Beispiel einer Quellensteuer auf Dividenden von Aktiengesellschaften zu entgehen oder wenigstens um einen günstigen Dividendensteuersatz hier in Anspruch nehmen zu können. Ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, du bist an einer Kapitalgesellschaft in Frankreich beteiligt, lebst aber in Deutschland. Dann kann Frankreich gemäß dem DBA mit Deutschland 15% Quellensteuer einbehalten auf Dividenden dieser französischen Gesellschaft. Das heißt also, du lässt dir von Deutschland ein Ansässigkeitszertifikat ausstellen, reichst das dann bei deiner Bank, bei deinem Broker ein und der Broker behält dann 15% Quellensteuer auf die französischen Dividenden ein. Er überweist dir also 85% auf dein Konto. Lebst du dagegen zum Beispiel in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann bist du hier nicht in der Lage, diesen günstigen Quellensteuersatz in Frankreich in Anspruch zu nehmen. Vielfach wird dir dann eine viel höhere Quellensteuer einbehalten. In diesem Falle zum Beispiel 30%. Du bekommst also nur 70% auf dein Konto ausbezahlt. Ein solches Ansässigkeitszertifikat kannst du bei deinem Finanzamt bestellen, egal ob du in Deutschland wohnst oder im Ausland. Du musst der Behörde dann entsprechende Details mitteilen, zum Beispiel für welches Land du ein solches Zertifikat benötigst. Und wenn du dann die Anforderungen an die steuerliche Ansässigkeit erfüllst, dann wird die Behörde ein solches Zertifikat auch ausstellen. Schauen wir uns doch einmal ein solches steuerliches Ansässigkeitszertifikat an. Hier sehen wir zum Beispiel eins aus der Schweiz. Die persönlichen Daten sind jetzt hier übrigens nicht sichtbar, aber hier steht Certificate of Tax Residence. The tax authorities of the Canton Basel-Stadt, Switzerland certify that to the best of their knowledge the above named are tax resident of Basel, Switzerland since, dann das Jahr, within the meaning of the double taxation treaty between Portugal and Switzerland and pay tax in the Canton Basel-Stadt. Also hier bestätigt also der Kanton Basel, dass die Person in Basel ansässig ist, im Sinne des Abkommens zwischen Portugal und der Schweiz. Hier haben wir ein Beispiel aus Irland. Certification of Tax Residence for the Tax Year 2022. Und zwar geht es um Ireland Estonia Double Taxation Convention. According to my records, und dann der Name, has been registered for tax in Ireland. I can confirm based on the information available to me that, und dann die Person ist tax resident in Ireland for the tax year ended 31st of December in accordance with the Ireland-Estonia Double Taxation Convention. Hier kannst du also sehen, dass sich diese steuerlichen Ansässigkeitszertifikate immer auf das Doppelbesteuerungsabkommen beziehen. Sie werden also ganz spezifisch ausgestellt, damit man hier die Vorteile eines DBAs, eines konkreten DBAs, besser gesagt, nutzen kann. Interessant für dich vielleicht, du hättest vielleicht gedacht, dass das Zertifikat schlicht und ergreifend nur bestätigt, dass man eben steueransässig ist in einem bestimmten Land. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Die meisten Zertifikate berufen sich eben auf das Abkommen. Sie geben dir nicht einfach einen Freifahrtschein, sie geben dir nicht einfach ein grundsätzliches Statement, du bist hier steuerlich ansässig, sondern es geht hier
um das Abkommensrecht. Das heißt aber auch, dass in den meisten Fällen ein Staat dir nicht einfach ein Blankozertifikat ausstellen wird und dir bestätigt, dass du in diesem Land steueransässig bist. Tatsächlich weigern sich viele Staaten, dies zu tun. Hier möchte ich dir ein Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate zeigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Rahmen der Einführung der Körperschaftsteuer 2022 auch noch einige andere weitreichende steuerliche Änderungen beschlossen und sie haben eben definiert, wann jemand überhaupt in den VAE als steueransässig gilt im Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen, die die VAE abgeschlossen haben. Mit Deutschland natürlich haben die VAE kein Abkommen, aber mit Österreich ist das natürlich der Fall. So, hier ein PDF-Dokument von der Webseite der Federal Tax Authority, also der Bundesfinanzbehörde der UAE. Tax Resident Certificate Eligibility for Individuals in the existing UAE tax treaties that are effective. Also hier kann man erfahren aus dieser Liste, wer überhaupt ein Doppelsteuerungsabkommen beantragen kann, wer überhaupt eins bekommen wird von der Steuerverwaltung in den UAE. Nehmen wir einmal an, du wohnst in den Vereinigten Arabischen Emiraten und möchtest für eine Stelle in Deutschland ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bestellen. Da gibt es diese wunderschöne Publikation hier. Gehen wir mal runter, suchen Deutschland, Germany. Und hier steht nun, dass du ein solches Zertifikat nicht bekommen kannst, denn das können nur Bürger der UAE bekommen, nicht aber Ansässige. Wenn Ansässige auch das Zertifikat bestellen können, steht hier jeweils Residence. Warum ist das nun so? Nun, das ist so, weil die UAE kein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen haben, beziehungsweise das Abkommen inzwischen ausgelaufen war. Es war nur temporär gültig. Ich meine, es ist doch abwegig, dass eine Stelle in Deutschland dich nach einem solchen Zertifikat fragen würde. Ich habe das jetzt mal rein hypothetisch hier gebracht, dieses Beispiel. Aber du siehst, die Behörde stellt dir nicht einfach ein Blankozertifikat aus, worin steht, diese Person ist in den UAE steueransässig und das kannst du dann überall verwenden, wo du es vorzeigen willst. Nein, das geht nur in einem ganz spezifischen Kontext, nämlich im Kontext eines bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens. Aber das ist in der Regel auch nicht problematisch. Viele Auswanderer denken nun, dass sie ein solches Zertifikat brauchen, um eben nachweisen zu können, dass sie irgendwo steuerpflichtig sind, dass zum Beispiel eine deutsche Steuerbehörde oder eine Bank danach fragt. Nun, das ist in der Regel aber nicht so. Sicherlich ist ein solches Zertifikat notwendig, wenn man im Rahmen eines DBAs einen DBA-Vorteil nutzen möchte. Ansonsten kann es einfach als ein weiterer Nachweis dienen, dass man in einem Land steueransässig ist, aber es ist eben nicht Voraussetzung. Die deutschen Behörden werden vielfach gar nicht danach fragen. Dort musst du andere Nachweise einreichen, zum Beispiel einen Mietvertrag, Strom, Gas, Wasserrechnung, möglicherweise auch noch Kontoauszüge, die zeigen, dass du dich dort aufgehalten hast. Ich erlebe oftmals, dass Mandanten eine gewisse Besessenheit haben. Sie sagen, ich brauche unbedingt ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, ansonsten kann ich nicht beweisen, dass ich in diesem Land lebe, ansonsten bekomme ich Probleme mit meiner eigenen Steuerbehörde. Wie gesagt, möglicherweise, wenn du eben zum Beispiel die Quellensteuer bei Dividenden sparen möchtest und bei solchen Abkommensvorteilen mag das so sein. Ansonsten, ehrlich gesagt, ist das Ganze etwas überbewertet. Man braucht das viel weniger häufig, wenn man auswandert, als es wirklich der Fall ist. Viele Auswanderer werden niemals ein solches Ansässigkeitszertifikat benötigen. Auch Banken fragen eigentlich danach nicht. Nun sicherlich, die Bank würde es als ein mögliches Dokument akzeptieren. Banken akzeptieren aber auch andere Dokumente, zum Beispiel Steuererklärungen. Oder wenn du in einem Land lebst, wo es keine Steuererklärung gibt, dann ist natürlich auch das meistens nicht erforderlich. Jetzt möchte ich dir aber auch noch zwei andere Länder vorstellen, die so allgemein als Steueroase gelten, wo das Ganze etwas anders ist. Diese Länder stellen dir nun wirklich Blankobescheinigung aus, dass du dort steuerlich ansässig bist, auch ohne dass du dich dabei auf einen DBA-Zusammenhang berufen musst. So, eins dieser Länder ist Malta. Hier also siehst du ein Ansässigkeitszertifikat aus Malta. Office of the Commissioner for Revenue, das ist die Steuerbehörde. Hier würde dann deine Steuernummer erscheinen. Das maltesische Zertifikat beruft sich nicht auf ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das maltesische Zertifikat
sagt einfach nur aus, dass du für ein bestimmtes Jahr in Malta steueransässig warst. Das kann also durchaus hilfreich sein. Dieses Zertifikat kannst du dann auch außerhalb des DBA-Kontextes verwenden, zum Beispiel gegenüber Banken, zum Beispiel gegenüber Crypto-Exchanges und so weiter. Dieses Zertifikat stellt dir die Steuerbehörde aus, sobald du eben die Anforderungen für die steuerliche Ansässigkeit erfüllst. Ein anderes Beispiel, eine weitere Steueroase ist Guernsey. Guernsey macht es ganz ähnlich. Auch hier wird ein sogenanntes Certificate of Status ausgestellt. Guernsey ist ja übrigens eine der Kanalinseln. Das heißt, es handelt sich um ein britisches Krongebiet, allerdings gehört diese Insel nicht zu UK und ist eben auch sehr steuergünstig. Auch hier beruft man sich nicht auf ein DBA, auf ein Doppelsteuerabkommen, sondern zertifiziert dir schlicht und ergreifend nur, dass du dort steueransässig bist. Und ähnlich machen es tatsächlich viele Steuerbehörden. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht hier über die Steuerprobleme von Shakira, die ja in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, beziehungsweise hier einen Deal angenommen hat mit der Steuerverwaltung. Sie hatte im Rahmen ihres Verfahrens einen Nachweis vorgelegt, dass sie in den Bahamas steuerlich ansässig ist. Er sah so ähnlich aus wie den, den ich gerade eben gezeigt habe, von Malta oder Guernsey. Da bestätigt also die Behörde schlicht und ergreifend, dass man in den Bahamas steueransässig ist. Das zeigt uns dann gleichzeitig auch auf, welche Grenzen diese Bescheinigungen natürlich haben. Diese Bescheinigungen bestätigen ja im Grunde genommen nur, dass du gemäß den Regeln des Landes in dem Land steueransässig bist, was natürlich nicht bedeutet, dass du nicht auch noch in einem anderen Land steueransässig sein kannst, wie es eben bei Shakira der Fall war. Sie hatte zwar in den Bahamas eine Immobilie, sie hielt sich vielleicht auch ein bisschen dort auf, aber sie hatte sich eben unglücklicherweise in Spanien in dem strittigen Jahr aufgehalten und das mehr als 183 Tage. Und dann bringt ihr natürlich auch ein solches Ansässigkeitszertifikat aus den Bahamas nichts. Auch das ist ein wichtiger Punkt für dich, ja. Also ein solches Zertifikat kann dich natürlich niemals retten. Es dient letztlich als Positivbeweis, dass du in einem Land steueransässig bist. Wie bekommt man es? Was ist so üblicherweise der Prozess? Welche Nachweise muss man einreichen? So, das möchte ich erklären und es bei der Steuerbehörde einreichen. Also deine persönlichen Details und dann eben hier auch wiederum, man beruft sich eben auf das Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, du musst hier eben auch die Steuernummer des anderen Landes angeben und auch das entsprechende Land. Hier geht es übrigens um die 60 Tage Residence. In Zypern gibt es ja den Non-Dom-Status. Dort giltst du als steueransässig nach 60 Tagen, wenn du Non-Dom bist. So, und jetzt wird es interessant. Denn hier hast du folgende Möglichkeit anzukreuzen: I have stayed oder I intend to stay. I intend to stay, das heißt, ich plane. Ich plane, mich in Zypern aufzuhalten. Das heißt, du kannst das sogar beantragen, bevor du schon die 60 Tage in Zypern warst. In Cyprus for a period that aggregates to at least 60 days, in another state for a period or periods not exceeding in aggregate 183 days. Das heißt, du musst bestätigen, dass du in Zypern dich 60 Tage aufgehalten hast oder dich 60 Tage aufhalten wirst und in keinem anderen Land mehr als 183 Tage warst. I am not and will not become tax resident in another state. I maintain a permanent home in Cyprus that I own, that I rent. Also, du musst bestätigen, dass du dort einen festen Wohnsitz hast. Entweder kannst du eine Immobilie besitzen oder du mietest. Und eine weitere Anforderung für diesen 60-Tage-Status: Du hast ein Unternehmen in Zypern oder du bist in Zypern angestellt oder aber du bist Geschäftsführer in einer zypriotischen Firma. Und dann musst du hier die Daten angeben der Firma und die entsprechenden Nachweise einreichen. Und dann bekommst du aus Zypern ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Also wichtig im Falle von Zypern, du musst nicht die 60 Tage da gewesen sein. Es reicht, wenn du bestätigst, dass du planst, dort zu sein. Andere Länder handhaben dies anders. Zum Beispiel in Malta ist es so, dass du üblicherweise dieses Certificate of Status, was ich dir vorhin gezeigt habe, erst mit der Steuererklärung bekommst. Das heißt, du hast da mal eine Steuererklärung eingereicht und dann kannst du auch ein solches Zertifikat bekommen. Das haben die Maltesen übrigens von den Briten übernommen, wo es ganz genauso ist. Das heißt, dort musst du möglicherweise längere Zeit warten, bis du ein solches Zertifikat bekommst. In Zypern scheint das offensichtlich nicht der Fall zu sein. In Zypern kannst du das Zertifikat beantragen, schon am ersten Tag nach deiner Ankunft
insofern du bestätigen kannst, dass du dort eine Wohnung hast und in Zypern eben auch die wichtigen wirtschaftlichen Bezüge zur Insel vorliegen. Hier muss man eben dann für jedes Land prüfen, was notwendig ist, um die entsprechende steuerliche Ansässigkeit nachweisen zu können, damit man ein solches Zertifikat bekommt. Aber nochmals, die Tatsache, dass du kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommst, sollte eigentlich in keinem Fall für dich ein Problem darstellen. Denn auch die anderen Steuerbehörden wissen ja, dass hier die Regeln und die Abläufe, um ein solches Zertifikat zu bekommen, von Land zu Land unterschiedlich sind. Wenn dir also irgendjemand suggeriert, dass dir dadurch ein Problem besteht, dann handelt es sich meistens um ein Missverständnis. In der Regel kannst du die steuerliche Ansässigkeit auch anderweitig nachweisen oder du kannst ein solches steuerliches Ansässigkeitszertifikat nachreichen. Wir kennen dieses Thema selbst vielfach aus der Beratungspraxis. Immer wieder müssen wir hier entsprechende Briefe an Steuerbehörden vorbereiten, wo wir sagen, die und die Person ist unser Mandant, sie leben in diesem Land, sie sind dort steuerlich ansässig, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ist beantragt worden. Es kann aber einige Monate dauern, bis es ausgestellt wird. In fast allen Fällen reicht das der Steuerbehörde in dem anderen Land. Nochmal, ein solches Zertifikat solltest du nicht überbewerten. Es gibt immer auch andere Möglichkeiten, die steuerliche Ansässigkeit nachzuweisen. In diesem Sinne hoffe ich dir mit diesen Informationen geholfen zu haben. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern und die vielfachen steuerlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind, versuchst optimal zu meistern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Steueroptimierung im Ausland, den Wohnsitz korrekt ins Ausland zu verlegen, Vermögen im Ausland aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.